Die Planung der Geburtstagsfeier. Der Gedanke. Adam stand am Fenster der kleinen Küche und schaute auf die Straße. Unten fuhr ein Bus vorbei. Menschen stiegen ein und aus, als wäre alles normal. Für Adam fühlte sich der Tag aber nicht normal an. Er hatte seit dem Morgen dieses eine Datum im Kopf: Claras Geburtstag. Noch 9 Tage. Clara war seine Frau. Sie lebten seit 2 Jahren zusammen in Deutschland, in einer Mietwohnung, in einer ruhigen Gegend. Adam war als Erwachsener nach Deutschland gekommen. Er verstand schon viel, aber manchmal fühlte er sich immer noch wie ein Gast im eigenen Leben. Clara dagegen kannte alles: die Ämter, die Regeln, die kleinen ungeschriebenen Dinge. Und sie hatte Geduld. Oft mehr Geduld, als Adam von sich selbst hatte. Clara saß im Wohnzimmer, Laptop auf den Knien, Kopfhörer im Ohr. Sie arbeitete im Homeoffice. Adam hörte sie leise tippen. Er nahm sein Handy und öffnete den Kalender. Da stand es: Claras Geburtstag. Adam lächelte, aber sein Magen zog sich zusammen. Er wollte etwas Besonderes machen. Nicht nur Blumen, nicht nur ein Restaurant. Clara hatte so viel für ihn getan. Sie hatte ihn durch schwere Tage getragen, ohne groß darüber zu reden. Er ging langsam ins Wohnzimmer. »Clara?« fragte er vorsichtig. Sie nahm einen Kopfhörer ab. »Ja? Alles okay?« Adam setzte ein neutrales Gesicht auf. »Ja, ich, wollte nur fragen, ob du heute Abend etwas vorhast.« Clara runzelte die Stirn. »Heute Abend?« »Nein, warum?« »Nur so«, sagte Adam schnell. »Vielleicht können wir spazieren gehen.« Clara lächelte. »Das können wir machen. Du bist in letzter Zeit sowieso so still. Alles gut bei dir?« Adam schluckte. Er musste aufpassen. Clara merkte sofort, wenn etwas anders war. »Ja«, sagte er, »nur Arbeit, ein bisschen Stress.« Clara sah ihn einen Moment zu lange an. »Okay«, sagte sie langsam, als würde sie prüfen, ob er die Wahrheit sagt. Dann setzte sie den Kopfhörer wieder auf. Adam ging zurück in die Küche und atmete aus. Das war knapp, dachte er. Er wollte ihr nichts vormachen, aber er wollte die Überraschung auch nicht ruinieren. Er setzte sich an den Tisch und nahm einen Zettel. Oben schrieb er: Plan. Dann machte er eine Liste. Ganz einfach. Ort, Gäste, Essen, Deko, Geschenk. Er starrte auf die Wörter, als wären sie ein großer Berg. In seinem Kopf kamen sofort Fragen: Wen laden wir ein? Wo? Wie organisiert man das? Was, wenn ich etwas falsch sage? Da vibrierte sein Handy. Eine Nachricht von seinem Kollegen Tobias. »Hey Adam, kommst du morgen zum Grillen?« Adam schaute auf den Bildschirm und plötzlich hatte er eine Idee. Tobias kannte viele Leute. Tobias hatte eine große Wohnung und er mochte Clara. Adam tippte schnell. »Kann ich dich morgen kurz sprechen? Geheim. Wichtig.« Er schickte die Nachricht ab und spürte sein Herz schneller schlagen. Jetzt war es nicht mehr nur ein Gedanke. Jetzt war es ein Plan. Im Wohnzimmer hörte er Clara lachen, wahrscheinlich über etwas in einem Meeting. Adam lächelte. »Für dieses Lachen mache ich das«, dachte er. Aber gleichzeitig spürte er auch Angst. Denn eine Überraschung war schön, doch ein Geheimnis konnte auch gefährlich sein. Und Clara merkte immer, wenn Adam etwas versteckte. Er faltete den Zettel zusammen, steckte ihn in seine Jackentasche und sagte leise zu sich selbst: »Okay, Adam, Schritt für Schritt. Du schaffst das.« Die erste Planung. Am nächsten Tag konnte Adam sich bei der Arbeit kaum konzentrieren. Er machte seine Aufgaben, aber immer wieder dachte er an die Idee von gestern.
Eine Überraschung für Clara. Das klang schön, aber in der Realität war es gar nicht so leicht. Besonders in einer Sprache, die nicht seine Muttersprache war. Nach Feierabend ging er direkt zu Tobias. Sie hatten sich in einem kleinen Café verabredet, nicht weit von Tobias' Wohnung. Adam kam zu früh. Er setzte sich, bestellte einen Kaffee und nahm sein Handy. 3 ungelesene Nachrichten von Clara. Clara: Alles gut bei dir? Clara: Du bist heute sehr still. Clara: Melde dich, wenn du Zeit hast. Adam schluckte. Er antwortete nur kurz: Bin gleich bei Tobias. Melde mich später. Als Tobias kam, setzte er sich ihm gegenüber und grinste. Du siehst aus, als würdest du gleich eine Prüfung schreiben. Adam lachte nervös. Fühlt sich auch so an. Er erzählte alles. Den Geburtstag, die Idee, die Angst, etwas falsch zu machen. Ich will, dass es perfekt ist, sagte Adam leise. Aber ich habe Angst, dass mein Deutsch mich verrät oder dass Clara etwas merkt. Tobias hörte aufmerksam zu. Erstens, perfekt gibt es nicht. Zweitens, Clara liebt Ehrlichkeit. Adam nickte, aber seine Sorgen blieben. Sie nahmen Papier und schrieben alles auf. Tobias stellte Fragen, Adam antwortete, manchmal stockend, manchmal sicherer. Wen laden wir ein? Ihre Schwester, unsere Freunde, ein paar Leute aus der Arbeit. Essen? Vielleicht ein Buffet, einfach. Nichts Kompliziertes. Plötzlich fragte Tobias: Und wenn Clara etwas merkt? Adam seufzte. Dann sage ich: Nicht alles. Ich will nicht lügen. Tobias sah ihn ernst an. Ein kleines Geheimnis ist okay, aber große Lügen zerstören Vertrauen. Als Adam später nach Hause kam, stand Clara in der Küche. »Wo warst du?« fragte sie ruhig. »Bei Tobias«, antwortete Adam. »Wir haben geredet.« »Über was?« Adam zögerte einen Moment zu lange. »Über Arbeit.« Clara sah ihn an, freundlich, aber aufmerksam. »Okay«, sagte sie langsam. »Dann erzähl mir später davon.« Adam nickte. Doch in seinem Bauch wurde es enger. Die Planung hatte begonnen und mit ihr das erste echte Risiko. Gespräche hinter ihrem Rücken. In den nächsten Tagen lebte Adam in 2 Welten. In der einen war er der normale Ehemann, frühstücken, arbeiten, abends zusammen essen. In der anderen plante er heimlich eine Geburtstagsüberraschung. Er schrieb Nachrichten, wenn Clara duschte. Er telefonierte leise auf dem Balkon. Er traf sich kurz mit Tobias oder Lena, einer Freundin von Clara, die helfen wollte. »Die Deko kann ich besorgen«, sagte Lena am Telefon. »Danke«, antwortete Adam. »Aber bitte, sag Clara nichts.« Lena lachte. »Ich kann Geheimnisse, meistens.« Ein anderes Gespräch führte er mit Claras Schwester. »Überraschung?« fragte sie. »Oh, das wird sie lieben.« Adam lächelte, aber sagte sofort: »Bitte sei vorsichtig, Clara merkt alles.« Genau das machte ihm Angst. Clara war aufmerksam. Sie hörte auf Tonfälle, Pausen, kleine Veränderungen. Und Adam war schlecht im Schauspielern. Eines Abends saßen sie auf dem Sofa. Clara schaute eine Serie, Adam tat so, als würde er lesen. Sein Handy vibrierte. Tobias. Ort ist klar, Samstag 18 Uhr. Adam stand sofort auf. »Ich gehe kurz ins Bad«, sagte er zu schnell. Clara drückte auf Pause. »Adam?« »Ja?« »Warum bist du in letzter Zeit ständig am Handy?« Adam blieb stehen. Er fühlte sich ertappt. Es ist nichts Wichtiges.« »Für mich fühlt es sich wichtig an«, sagte Clara ruhig. »Du bist da, aber irgendwie auch nicht.« Adam setzte sich wieder. »Ich will dir nichts verheimlichen«, sagte er ehrlich. »Aber ich kann gerade nicht alles erklären.« Clara zog die Augenbrauen hoch.
Das klingt nicht gut. Sie sagte nichts mehr, aber die Stimmung war anders. Kälter. Adam spürte es sofort. Später im Bett lag Clara mit dem Rücken zu ihm. Adam dachte, ich mache das für sie. Warum fühlt es sich dann so falsch an? Die Überraschung nahm Form an. Doch gleichzeitig wuchs Claras Zweifel. Und Adam wusste, je näher der Geburtstag kam, desto schwieriger würde es, das Gleichgewicht zu halten. Clara wird misstrauisch. Am nächsten Morgen war Clara ruhig. Nicht böse, nicht laut, nur anders. Adam merkte das sofort. Sie redete beim Frühstück weniger als sonst, trank ihren Kaffee und schaute dabei aus dem Fenster. Normalerweise erzählte sie ihm kleine Dinge, was im Büro los ist, wer ihr geschrieben hat, was sie am Wochenende machen will. Heute kam kaum etwas. »Alles okay?« fragte Adam vorsichtig. Clara nickte, ohne ihn anzusehen. »Ja, ich bin nur müde.« Adam wollte etwas sagen, aber er hatte Angst, es noch schlimmer zu machen. Also schwieg er auch. Und genau dieses Schweigen hing später den ganzen Tag zwischen ihnen. Nach der Arbeit kam Adam nach Hause und hörte Clara in der Küche telefonieren. Sie sprach leise, aber er verstand ihren Tonfall. Es war kein normales Gespräch. Es klang nach Sorgen. Als sie auflegte, drehte sie sich um. »Du«, sagte sie ruhig, »kann ich dich was fragen?« Adam spürte, wie sein Herz schneller schlug. »Ja, klar.« Clara verschränkte die Arme. »Hast du gerade Stress mit Geld? Oder auf der Arbeit?« Adam war überrascht. »Nein.« »Warum?« »Weil du ständig am Handy bist. Und weil du manchmal so tust, als würdest du etwas verstecken.« Adam schluckte. »Ich verstecke nichts Schlimmes.« »Das sagst du«, antwortete Clara, »aber du redest nicht mehr offen mit mir. Und das macht mich unsicher.« Adam schaute auf den Boden. Er wollte ihr sagen, es ist dein Geburtstag, aber dann wäre alles vorbei. »Ich habe gerade ein paar Sachen zu organisieren«, sagte er langsam. »Mehr nicht.« Clara hob die Augenbrauen. »Sachen? Mit wem?« »Mit Tobias. Und Lena. Nur Kleinigkeiten.« »Kleinigkeiten, über die man nicht reden kann?« fragte Clara und klang jetzt doch ein bisschen scharf. Adam setzte sich an den Tisch. »Clara, bitte. Vertrau mir.« Clara lachte kurz, aber ohne Humor. Vertrauen ist schwierig, wenn man spürt, dass jemand nicht ehrlich ist. Adam wurde heiß. Er merkte, wie sehr ihn dieser Satz traf. Er hatte sich so viel Mühe gegeben, aber jetzt stand er plötzlich da wie jemand, der etwas Falsches macht. Am Abend schrieb Tobias ihm, »Alles okay? Clara wirkt komisch.« Adam tippte, »Sie merkt was. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe.« Er legte das Handy weg und atmete tief aus. Clara stand im Türrahmen und beobachtete ihn. »Du schreibst wieder«, sagte sie. Adam sah auf. »Ja, nur kurz.« Clara nickte langsam. »Okay.« Aber in ihren Augen war etwas, das Adam Angst machte. Nicht Wut, sondern Zweifel. Und Zweifel konnte wachsen, wenn man ihn nicht stoppt. Kleine Lügen. Am nächsten Tag nahm Adam sich vor, alles besser zu machen. Er wollte freundlich sein, präsent, aufmerksam. Keine Heimlichkeiten am Küchentisch, keine schnellen Ausreden. Doch schon am Vormittag kam die nächste Nachricht. »Lena. Welche Farbe mag Clara für die Deko? Pastell oder kräftig?« Adam starrte auf das Handy. Eine einfache Frage, aber eine gefährliche. Weil Clara direkt neben ihm saß und E-Mails las. Er stand schnell auf. »Ich gehe kurz auf den Balkon telefonieren.« Clara schaute auf. »Schon wieder?« »Ja, Tobias fragt was wegen Arbeit«, sagte Adam. Es war die erste kleine Lüge heute. Draußen rief er Lena an.
Nimm Pastell. Clara mag es ruhig, nicht zu bunt. Alles klar, sagte Lena. Und wegen Essen? Gibt's Vegetarier? Adam dachte kurz nach. Ja, ihre Schwester isst kaum Fleisch. Bitte auch was ohne Fleisch. Als er wieder reinkam, sagte Clara, Tobias fragt wegen Arbeit? Adam nickte. Ja, er braucht Hilfe. Clara legte den Kopf schief. Seit wann braucht Tobias so viel Hilfe? Adam lachte nervös. Keine Ahnung. Vielleicht ist er überfordert. Clara stand auf und ging zum Kühlschrank. Komisch, murmelte sie. Du hast nie so oft mit ihm telefoniert. Später klingelte es. Adam öffnete die Tür. Ein Paket. Er unterschrieb, nahm es schnell und wollte es sofort im Schlafzimmer verstecken. Es waren kleine Dekosachen, die er bestellt hatte. Servietten, eine Girlande, Kerzen. Clara kam aus dem Bad. Was war das? Adam hielt das Paket hinter seinem Rücken. Nur etwas für die Arbeit. Clara schaute ihn an, als hätte er gerade ein falsches Wort benutzt. Für die Arbeit? Seit wann bekommst du Pakete für die Arbeit nach Hause? Adam spürte, wie ihm der Boden wegzog. Das ist kompliziert. Kompliziert, wiederholte Clara langsam. So wie du gerade bist. Sie setzte sich aufs Sofa, verschränkte die Arme und sagte leise, Adam, ich habe keine Lust auf Spielchen. Wenn etwas ist, sag es. Bitte. Adam setzte sich neben sie, aber mit Abstand. Es ist nichts Schlimmes, sagte er. Wirklich nicht. Ich will nur, dass du mir vertraust. Clara sah ihn lange an. Dann sagte sie, ich will dir vertrauen, aber du machst es mir gerade sehr schwer. Ihre Stimme war ruhig, aber Adam hörte darin eine Enttäuschung, die ihm wehtat. Als Clara später ins Bett ging, blieb Adam allein im Wohnzimmer sitzen. Er schaute auf das Paket, das er jetzt doch nicht verstecken konnte. Und er fragte sich, wie viele kleine Lügen passen in eine gute Überraschung, bevor sie kaputt geht? Die Freunde helfen. Am nächsten Abend traf sich Adam mit Tobias und Lena in Tobias' Wohnung. Clara wusste nur, dass Adam noch etwas mit Freunden klären musste. Sie fragte nicht mehr nach. Und genau das tat Adam mehr weh als ihre früheren Fragen. Tobias stellte Pizza auf den Tisch. Okay, sagte er und klatschte in die Hände. Jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Was steht schon fest? Adam setzte sich und holte sein Handy raus. Ort ist hier, Datum auch. Die meisten Gäste sind eingeladen. Lena nickte. Ich habe schon mit Claras Schwester geschrieben. Sie bringt einen die Kuchen. Einen großen? Fragte Tobias. Natürlich, sagte Lena. Clara hat Geburtstag. Das ist Pflicht. Adam lächelte kurz, wurde dann aber wieder ernst. Ich habe Angst, dass es zu viel wird. Zu viel Essen? Fragte Tobias. Oder zu viele Leute? Nein, sagte Adam leise. Zu viele Gefühle. Lena schaute ihn aufmerksam an. Clara ist misstrauisch, oder? Adam nickte. Sehr. Sie denkt, ich verheimliche ihr etwas. Und irgendwie stimmt das ja. Tobias lehnte sich vor. Du machst das nicht aus Egoismus. Du machst es aus Liebe. Aber bitte, keine weiteren Lügen. Adam seufzte. Ich versuche es. Sie fingen an zu planen. Getränke? Ich kümmere mich darum, sagte Tobias. Deko? Ich bringe Lichterketten und Kerzen, sagte Lena. Musik? Adam überlegte. Etwas Ruhiges und ein paar Lieder, die Clara mag. Sie schrieben alles auf, lachten zwischendurch und machten Witze. Für einen Moment fühlte sich alles leicht an. Adam merkte, wie gut es tat, nicht allein zu sein. Plötzlich sagte Lena, Adam, egal was passiert, Clara liebt dich. Adam nickte. Danke. Als er später nach Hause kam, war es still. Clara lag schon im Bett. Alles okay?
fragte er leise. Ja, sagte sie neutral. Adam lag lange wach. Die Planung lief gut. Aber zu Hause wurde es immer schwieriger. Und er wusste, es durfte nichts mehr schiefgehen. Ein falsches Gespräch. 2 Tage später telefonierte Adam in der Küche. Clara war im Schlafzimmer und suchte etwas im Schrank. Adam dachte, sie würde nichts hören. Ja, sagte er leise ins Handy. Samstag, 18 Uhr, aber bitte, sie darf nichts merken. Er hörte kurz zu und sagte dann, Nein, nein, sie weiß von nichts. Wenn sie es jetzt erfährt, ist alles kaputt. In diesem Moment blieb Clara im Schlafzimmer stehen. Sie hörte nur einzelne Wörter. Sie weiß von nichts. Wenn sie es jetzt erfährt, ist alles kaputt. Ihr Herz schlug schneller. Adam sprach weiter. Ich weiß, es klingt nicht gut, aber es ist wichtig. Vertrau mir. Dann legte er auf. Clara trat in die Küche. Adam. Er zuckte zusammen. Ja? Was ist kaputt, wenn ich es erfahre? Fragte sie ruhig. Adam erstarrte. Was? Du hast gesagt, wenn sie es jetzt erfährt, ist alles kaputt. Adam öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Du hast das gehört? Genug, sagte Clara. Sie verschränkte die Arme. Also verheimlichst du mir etwas Wichtiges. Und anscheinend ist es so schlimm, dass alles kaputt geht, wenn ich es weiß. Nein, sagte Adam schnell. So meine ich das nicht. Clara lachte kurz, bitter. So klingt es aber. Adam ging einen Schritt auf sie zu. Bitte, lass mich erklären. Erklären? Fragte Clara. Oder weiter ausweichen? Sie schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich fühle mich gerade ausgeschlossen. Und das tut weh. Adam spürte Panik. Er wollte die Wahrheit sagen. Alles. Jetzt sofort. Doch dann sah er den Kalender an der Wand. Noch 3 Tage. Gib mir bitte noch etwas Zeit, sagte er leise. Clara sah ihn lange an. Ihre Augen waren feucht. Zeit wofür? Adam konnte nicht antworten. Clara ging ins Wohnzimmer und schloss die Tür. Adam blieb allein in der Küche stehen. Sein Herz hämmerte. Jetzt war es passiert. Nicht durch eine große Lüge, sondern durch ein paar falsche Worte. Und Adam wusste, der nächste Schritt würde entscheiden, ob die Überraschung Liebe bringt oder alles zerstört. Streit ohne Grund. Der Streit kam nicht laut. Er kam leise, langsam, fast unauffällig. Genau das machte ihn so gefährlich. Am nächsten Morgen war die Stimmung angespannt. Adam und Clara frühstückten zusammen, aber sie redeten kaum. Clara schaute auf ihr Handy, Adam starrte in seine Kaffeetasse. »Du hast schlecht geschlafen«, sagte Clara plötzlich. Adam sah auf. »Ja, du auch?« Clara zuckte mit den Schultern. »Geht so.« Eigentlich hätte Adam jetzt etwas sagen müssen, ein Wort, eine Erklärung, irgendetwas. Doch er schwieg wieder. Und Clara merkte das. Am Abend, als Adam von der Arbeit nach Hause kam, saß Clara auf dem Sofa. Die Arme verschränkt, der Fernseher aus. »Wir müssen reden«, sagte sie. Adam setzte sich langsam. »Okay.« Clara atmete tief ein. »Ich habe das Gefühl, dass du mir ausweichst, dass du mich nicht mehr ernst nimmst.« »Das stimmt nicht«, sagte Adam sofort. »Doch«, antwortete sie ruhig. »Du hörst mir zu, aber du bist nicht da.« Adam spürte, wie ihm die Worte fehlten. »Ich will dich nicht verletzen.« »Aber genau das passiert gerade«, sagte Clara. »Und ich verstehe nicht, warum.« Adam rieb sich über das Gesicht. »Es gibt keinen Grund für einen Streit.« Clara lachte kurz. »Vielleicht, aber Gefühle brauchen keinen Grund.« Sie standen sich gegenüber. »Sag mir bitte ehrlich«, sagte Clara leise, »verheimlichst du mir etwas Wichtiges?«
Adam schluckte. Sein Herz schrie. Ja, aber sein Mund sagte, nein. Das war der Moment. Nicht groß, nicht dramatisch, aber entscheidend. Clara sah ihn an, lange. Dann sagte sie, okay. Nur dieses eine Wort. Aber es klang nicht nach Vertrauen. Es klang nach Rückzug. Sie drehte sich um und ging ins Schlafzimmer. Adam blieb im Wohnzimmer stehen, unfähig, sich zu bewegen. Er setzte sich später allein an den Tisch. Ich mache das für Sie, dachte er. Warum fühlt es sich dann an wie Verrat? Der Streit war da, ohne Schreien, ohne Beleidigungen. Aber er war da, und er lag schwer zwischen ihnen. Zweifel. Am nächsten Tag war Clara früh aus dem Haus gegangen. Sie hatte Adam nur kurz zugelächelt und gesagt, ich treffe mich nach der Arbeit mit Anna. Anna war ihre beste Freundin. Adam wusste sofort, jetzt wird es ernst. Während Adam arbeitete, konnte er sich kaum konzentrieren. Er stellte sich vor, was Clara sagen würde. Er ist anders. Er sagt nicht die Wahrheit. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Nach der Arbeit traf Clara Anna in einem kleinen Café. Du siehst müde aus, sagte Anna. Clara nickte. Ich bin es auch. Und verwirrt. Sie erzählte alles. Die Heimlichkeiten, die Telefonate, das Gespräch in der Küche. Er sagt, es ist nichts, schloss Clara. Aber mein Gefühl sagt etwas anderes. Anna hörte aufmerksam zu. Glaubst du, er betrügt dich? Clara erschrak. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich glauben soll. Anna nahm einen Schluck Kaffee. Adam ist kein Typ für Spielchen, aber Überraschungen kann er auch nicht gut verstecken. Clara lächelte schwach. Das stimmt. Zu Hause saß Adam inzwischen auf dem Sofa. Er schrieb Tobias eine Nachricht. Es läuft schlecht. Clara glaubt mir nicht mehr. Tobias antwortete sofort. Noch durchhalten. Es lohnt sich. Aber pass auf, dass du sie nicht verlierst. Als Clara später nach Hause kam, war es ruhig. Wie war es mit Anna? Fragte Adam vorsichtig. Gut, sagte Clara. Sie hat mir zugehört. Sie setzten sich nebeneinander, mit Abstand. Adam, sagte Clara leise, ich will dir vertrauen, aber ich brauche Ehrlichkeit. Adam sah sie an. Ich weiß. Es gab eine Pause. Wenn du mir etwas verheimlichst, das uns betrifft, fuhr Clara fort, dann tut mir das weh. Adam nickte. Das verstehe ich. Er wollte sagen, warte noch ein bisschen. Aber er sagte nichts. In dieser Nacht lagen sie Rücken an Rücken. Clara dachte, vielleicht bilde ich mir alles nur ein. Adam dachte, vielleicht zerstöre ich gerade genau das, was ich schützen will. Der Zweifel war jetzt da. Nicht laut, nicht klar. Aber er war da und er stellte alles in Frage. Adams Angst. Adam wachte früh auf, noch bevor der Wecker klingelte. Er lag einen Moment da und starrte an die Decke. Neben ihm schlief Clara, aber sie lag mit dem Rücken zu ihm. Das tat mehr weh als das gestrige Gespräch. In der Küche machte er Kaffee, trank aber kaum davon. In seinem Kopf kreiste nur eine Frage. Was, wenn das ein Fehler war? Was, wenn die Überraschung Clara nicht glücklich machte, sondern sie noch mehr verletzte? Auf der Arbeit war Adam still. Tobias bemerkte es sofort. »Du siehst schlecht aus«, sagte er in der Pause. Adam seufzte. »Ich habe Angst.« »Wovor?« »Davor, Clara zu verlieren, bevor sie versteht, warum ich das alles mache.« Tobias runzelte die Stirn. »Adam, es sind nur noch ein paar Tage.« Adam schüttelte den Kopf. Für sie ist das keine kurze Zeit. Für sie ist es Schweigen, und Schweigen tut weh. Am Nachmittag rief Lena an.
Wenn du willst, können wir alles absagen, sagte sie vorsichtig. Adam schwieg kurz. Ich weiß nicht. Überleg es dir, sagte sie. Ist die Überraschung wichtiger als eure Beziehung? Diese Frage begleitete ihn den ganzen Abend. Als Adam nach Hause kam, stand Clara in der Küche. Ich habe Suppe gemacht, sagte sie ruhig. Danke, antwortete Adam. Sie aßen schweigend. Dann sagte Clara leise, Adam, ich habe Angst. Er sah sie an. Wovor? Dass wir uns gerade verlieren. Diese Worte trafen ihn hart. Er wollte sofort sagen, was los war, aber er brachte es nicht über die Lippen. Das ist nicht meine Absicht, sagte er. Clara sah ihn an. Dann zeig es mir. In dieser Nacht saß Adam lange allein im Wohnzimmer. Er betrachtete den Zettel mit dem Plan. Vielleicht wollte ich zu viel, dachte er. Vielleicht reicht manchmal die Wahrheit. Fast alles geht schief. Am nächsten Tag schien wirklich alles schief zu gehen. Zuerst schrieb Tobias: Problem. Meine Wohnung ist Samstag doch nicht frei. Meine Schwester kommt überraschend. Adam starrte auf das Handy. Nein, murmelte er. Er rief sofort an. Was heißt das? Es tut mir leid, sagte Tobias. Ich habe es erst heute erfahren. Kaum hatte Adam aufgelegt, kam eine Nachricht von Lena. Die Bäckerei hat den Kuchen storniert. Missverständnis. Adam ließ sich auf einen Stuhl fallen. Sein Herz raste. Ort weg. Kuchen weg. Er schrieb zurück: Bitte sag mir, dass das ein Scherz ist. Am Nachmittag rief Claras Schwester an. Adam, wir haben ein Problem, sagte sie. Ich kann Samstag doch nicht kommen. Mein Kind ist krank. Adam schloss kurz die Augen. Okay, danke, dass du Bescheid sagst. Als Adam nach Hause kam, lag Clara auf dem Sofa und las. Du bist spät, sagte sie. Ja, antwortete er leise. Er ging ins Bad, schaute sich im Spiegel an. Er sah müde aus. Älter. Unsicher. Vielleicht ist das ein Zeichen, dachte er. Vielleicht soll ich alles absagen. Im Wohnzimmer fragte Clara plötzlich: Adam, gibt es etwas, das ich wissen sollte? Er blieb stehen. Sekunden vergingen. Nein, sagte er schließlich. Aber seine Stimme war nicht überzeugt. Clara nickte langsam. Okay. Dieses Okay klang anders als früher. Es klang nach Abstand. Später schrieb Adam an Tobias: Vielleicht ist das alles eine schlechte Idee. Tobias antwortete: Oder die schwerste und wichtigste. Adam legte das Handy weg und setzte sich in die Dunkelheit. Fast alles ging schief. Aber eines wusste er sicher: Wenn er jetzt aufgab, würde er sich das nie verzeihen. Und irgendwo tief in ihm hoffte er, dass es noch nicht zu spät war. Der Tag davor. Der Freitag fühlte sich schwer an. Nicht wegen der Arbeit, sondern wegen der Stille zwischen Adam und Clara. Sie lebten nebeneinander, aber nicht miteinander. Kleine Gesten waren geblieben, ein Kaffee am Morgen, ein Biss später an der Tür. Doch etwas Wichtiges fehlte. Am Abend saßen sie gemeinsam am Tisch. Kein Fernseher, kein Handy. Nur sie zwei. Morgen hast du Geburtstag, sagte Adam leise. Clara nickte. Ja. Hast du Wünsche? Clara lächelte schwach. Ich wünsche mir einen ruhigen Tag und Ehrlichkeit. Diese Antwort traf Adam tief. Er spürte, wie sich sein Hals zuschnürte. Clara, begann er, brach aber ab. Sag es, sagte sie ruhig, was auch immer es ist. Adam sah sie an. In ihren Augen war keine Wut mehr, nur Müdigkeit. Ich will nichts kaputt machen, sagte er langsam. Dann tu es nicht, antwortete Clara. Manchmal ist Schweigen schlimmer als Wahrheit. Sie standen auf, räumten zusammen den Tisch ab. Alles wirkte normal, aber nichts war leicht.
Später im Bett lagen sie wieder Rücken an Rücken. Clara dachte, vielleicht übertreibe ich. Adam dachte, vielleicht verliere ich sie. In der Nacht schrieb Adam noch eine letzte Nachricht an Tobias. Morgen, egal wie. Danke für alles. Dann legte er das Handy weg. Morgen würde alles entschieden werden. Der große Tag. Der Samstag begann ruhig. Kein Streit, keine großen Worte. Clara stand auf, machte Kaffee, Adam deckte den Tisch. »Alles Gute zum Geburtstag«, sagte er und reichte ihr eine kleine Karte. Clara lächelte ehrlich. »Danke.« Sie gingen spazieren, wie sie es früher oft getan hatten. Die Sonne schien, aber die Luft war kühl. »Was machen wir heute?« fragte Clara. Adam antwortete vorsichtig, »Ich habe etwas geplant, wenn du magst.« Clara sah ihn an. »Geheim?« Er nickte. Sie zögerte kurz, dann sagte sie, »Okay.« Am späten Nachmittag zogen sie sich um. Adam war nervös. Seine Hände zitterten leicht. Clara bemerkte es. »Du hast Angst«, sagte sie. »Ja«, antwortete er ehrlich. »Dann hoffe ich, dass es etwas Gutes ist.« Sie fuhren zu Tobias' Wohnung. Adam schwieg die ganze Zeit. Als sie vor der Tür standen, blieb Clara stehen. »Adam«, sagte sie leise, »was auch immer gleich passiert. Ich hoffe, es bringt uns näher. Nicht weiter auseinander.« Adam nickte. Sein Herz klopfte laut. Er öffnete die Tür. »Überraschung!« Lichter gingen an. Musik, Stimmen, Lachen, Freunde, Familie. Lena, Tobias, Claras Schwester, sogar ein paar Kollegen. Der Raum war geschmückt, warm, voller Leben. Clara stand wie erstarrt. Dann schlug sie die Hand vor den Mund. »Was?« Adam trat zu ihr. »Alles Gute zum Geburtstag. Das ist für dich.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie drehte sich zu ihm. »Du Idiot«, sagte sie leise und umarmte ihn fest. Ich dachte, du entfernst dich von mir.« Adam hielt sie fest. »Ich wollte dich überraschen, aber ich habe vergessen, wie sehr dich Geheimnisse verletzen.« Clara nickte. »Ja, aber jetzt verstehe ich.« Die Gäste klatschten, jemand rief, »Endlich!« Clara lachte durch ihre Tränen. »Das ist wunderschön.« Adam atmete tief aus. Zum ersten Mal seit Tagen fühlte er sich leicht. Die Überraschung. Die Feier ging langsam zu Ende. Musik wurde leiser, Teller waren leer, Kerzen brannten nur noch schwach. Die Gäste verabschiedeten sich nach und nach. Umarmungen, kurze Gespräche, ein letztes Lachen an der Tür. »Danke, dass ihr gekommen seid«, sagte Clara immer wieder. Adam stand neben ihr, müde, aber erleichtert. Als die Tür sich hinter dem letzten Gast schloss, wurde es still. Tobias räumte noch kurz auf, dann sagte er, »Wir lassen euch jetzt allein.« Lena lächelte Clara an. »Alles Gute nochmal.« Dann waren Adam und Clara allein. Clara setzte sich auf das Sofa. »Ich glaube, ich brauche einen Moment.« Adam setzte sich langsam neben sie. »Ich auch.« Es war eine ruhige Stille. Keine Schwere. Eine neue. »Warum hast du mir nichts gesagt?« fragte Clara schließlich. Nicht vorwurfsvoll, eher neugierig. Adam atmete tief ein. »Weil ich Angst hatte, dass es nicht perfekt wird. Und weil ich dich überraschen wollte.« Clara nickte. »Ich verstehe das jetzt. Aber in den letzten Tagen habe ich mich gefühlt, als würdest du mich ausschließen.« Adam schaute sie an. »Das wollte ich nie. Ich habe vergessen, dass Ehrlichkeit für dich wichtiger ist als jede Überraschung.« Clara lächelte schwach. »Und ich habe vergessen, dass du Dinge lieber planst, als darüber zu reden.« Sie schwiegen kurz. »Weißt du«, sagte Clara dann, »ich habe wirklich gedacht, du entfernst dich von mir.«
Adam schüttelte den Kopf. »Ich bin dir näher als je zuvor. Ich wusste nur nicht, wie ich es zeigen soll.« Clara nahm seine Hand. »Dann lernen wir es gemeinsam.« Adam lächelte. Zum ersten Mal ohne Angst. Vertrauen. Am nächsten Morgen wachten sie spät auf. Die Sonne schien durch die Vorhänge. Clara streckte sich und sagte, »Mein Kopf ist ein bisschen schwer.« Adam lachte. »Meiner auch.« Sie machten zusammen Frühstück. Langsam, ohne Eile. »Weißt du«, sagte Clara und stellte 2 Tassen auf den Tisch, »das gestern war wunderschön. Aber noch schöner war, dass wir danach geredet haben.« Adam nickte. »Ich habe gelernt, dass Geheimnisse auch verletzen können, selbst wenn sie gut gemeint sind.« Clara setzte sich ihm gegenüber. »Und ich habe gelernt, nicht sofort das Schlimmste zu denken.« Sie tranken Kaffee und redeten über kleine Dinge. Über Arbeit, über Freunde, über die nächste Woche. Alles fühlte sich wieder leicht an. Später gingen sie spazieren. »Glaubst du, wir haben das jetzt verstanden?« fragte Adam. Clara überlegte. »Vielleicht nicht für immer, aber für jetzt.« Adam blieb stehen. »Danke, dass du mir vertraut hast, auch als es schwer war.« Clara lächelte. Vertrauen heißt nicht, keine Zweifel zu haben. Vertrauen heißt, trotzdem zu bleiben. Sie gingen weiter, Hand in Hand. Adam dachte an die letzten Tage, die Angst, die Lügen, die Zweifel. Und daran, wie leicht sich dieser Moment jetzt anfühlte. Manchmal, dachte er, geht es im Leben nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern darum, ehrlich zu sein, zuzuhören und den Mut zu haben, Dinge zu erklären. Clara drückte seine Hand. »Was denkst du gerade?« Adam lächelte. »Dass ich froh bin, dich zu haben.« Clara lächelte zurück. »Ich auch.« Und so endete diese Geschichte nicht mit einer großen Überraschung, sondern mit etwas viel Wichtigerem: Vertrauen.